Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir befinden uns hier mitten in einem Kampf gegen die Vipers. So war das eigentlich ursprünglich gar nicht geplant, denn wir wurden zu einer Mission gerufen, wo es darum ging, den Testaments in erster Linie bei der Selbstverteidigung zu helfen, um sich vor zukünftigen Angriffen, Übergriffen durch die Mafia zu schützen. Und völlig außerplanmäßig hat Bas dann jetzt auch die Vipers mit involviert und denen empfohlen, ebenfalls unser Training in Anspruch zu nehmen. Das haben die Vipers nicht so ganz verstanden oder nicht so ganz akzeptiert und sind jetzt der Meinung, uns eins auf die Mütze geben zu müssen, und die sehen das jetzt hier als echten Kampf an und nicht als Training oder so. Also man kennt die ja großspurig, wie die sind. Und ja, wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen, beziehungsweise ob das gut geht. Ich bin ja gerade so ein bisschen am Gucken auf die CP von Lloyd, denn wir haben den letzten Kampf relativ easy überstanden, indem wir einfach diese neue Technik dort angewandt haben, wo Ellie und Lloyd deren Kräfte gemeinsam bündeln und so eine Art S-Break dann zustande bringen. Und ja, darauf würde ich jetzt hier eigentlich auch nochmal abzielen wollen. Ellie hat noch 100 CP. Bei Lloyd, der müsste jetzt noch einmal irgendwie attackieren, und dann gucken wir mal, ob wir das hier vielleicht genauso schnell auch abwickeln können. Wir hatten vorher nämlich auch keine Chance, hier irgendwie mal uns nochmal zu heilen oder so, weil die Kämpfe hier schon wieder nahtlos ineinander übergehen. Ah, guck mal, so eine tolle Sache habe ich ja hier noch ganz vergessen und beim letzten Mal auch gar nicht eingesetzt. Gut, war streng genommen auch gar nicht notwendig, davon mal abgesehen. So, sie könnte jetzt hier mit Holy Bullet um die Ecke kommen. Boah, ich bin am Überlegen, ob das so sinnvoll ist, jetzt wirklich alle CP zu verballern, wenn Lloyd auch die 100 einmal erreicht hat. Aber mir scheint, als wäre das eigentlich die safeste Vorgehensweise. Wobei was ist denn Multilunge? Okay, er hat auf jeden Fall daneben gehauen. Multilunge. Sehr interessant. Ich weiß nicht, wofür Lunch steht, wenn man das überhaupt so ausspricht im Englischen. So, jetzt kommt er. Also ich bin gerade am Überlegen, mache ich nochmal Action hier mit Ellie und mit Lloyd? Oder nutze ich jetzt Randys CP, um das hier einmal zu einem Ende zu bringen? Hier, Combo heißt das Ding nämlich. Ich glaube, ich werde das jetzt hier einfach nochmal machen. Und wenn dann nochmal ein schwerer Kampf folgen sollte, zeitnah, dann brauche ich irgendwie einen anderen Plan. Aber das scheint mir hier die komfortabelste Lösung erstmal zu sein. Ey, der Damage, ne? Der ist schon ziemlich furchteinflößend. Also gut, dass der von unserer Seite ausgeht und nicht vom Gegner. Vielleicht war das auch übertrieben. Ich glaube, man hätte die auch mit weniger Invest in die Knie zwingen können. Aber so haben wir jetzt unsere Ruhe. Phew, made it by the skin of our teeth. Shit, damn cops. You kidding me? How the hell we lose to them? We're no better than those blue bastards. I don't believe this. You're telling me we're just as weak as those hooded freaks? Oh man, that's what you're concerned about? They really are sworn rivals. Ja, vor allen Dingen erkennen die Vipers aber auch scheinbar nicht die Bedrohung, die jetzt von der Mafia ausgeht, beziehungsweise die sich da zusammenbraut. Let me state one thing. The Testaments will never falter to the likes of those Saber Viper scum. You imbeciles lack the mental capacity to outwit us. You said it, they can't hope to compete with us. The hell was that? You're asking for an ass kicking? Everyone calm down. You are all far too quick to anger. It seems you all still have plenty enough energy to spare. Nein, nicht noch ein Kampf. Let us engage in combat one. Nein! Oh, hätte ich das vorher gewusst, ey, dann hätte ich mir das aufgehoben, was ich jetzt rausgeballert habe. Mist. Let us engage in combat one final time. Ach du grüne Neune, huh? Another battle? The rules are simple. Jeder gegen jeden. Und am Ende liegt keiner mehr oder weit keiner mehr lebend unter uns.
Whoever is able to bring the police officers to their knees first will be deemed victorious. Are these terms agreeable for everyone? Nein! Wir sind unter einem völlig anderen Vorwand hier zu euch gekommen, um euch zu helfen. Und jetzt werden hier 2 Gruppen gegen uns aufgewiegelt, oder was? Kann da bitte jemand dazwischen gehen, irgendwie? This is ridiculous. Why do you keep dragging us further into this? Is it not obvious? The only way to truly take this seriously is if you feel your life is on the line. The only way to truly take this seriously is if you feel your life. Komischer Satz. Let's get them! You'd better not hold us back. It's on. I will take them down. Ich will nicht. This isn't looking good. I don't think we can take them all on like this. We ain't going down without a fight. Alright, let the battle commence. Das ist doch hier... Das ist doch nicht euer Ernst. Ey, wie geil wäre das, wenn ich jetzt noch meine Kombi-Attacke hätte. Oh Mann, ey. Das ist ja völlig out of plan, was hier passiert. Okay, warte mal. Also wenn das wenigstens klappt und wir alle erstmal erblinden lassen könnten, das wäre schon mal ein guter Anfang. Ja, das sieht schon mal gut aus, immerhin. So, dann brauche ich weitere sinnvolle Aktionen und Handlungen. Ich glaube, die Stärke zu erhöhen kann schon mal nicht verkehrt sein. Und bei ihr gucken wir jetzt mal, was so der sinnvollste Angriff sein könnte. Da sie nur einmal Area M hat, in Form von Aerial, wird es wahrscheinlich hierauf hinauslaufen. Ist jetzt die Frage. Ich packe den Kreis mal hier hin. Weil man darf nicht vergessen, sie hat Still Blue. Der hat sich gerade sehr blöde Position... Oh, die kommen jetzt alle außerhalb des Kreises hier an. Ungeil. Der könnte vielleicht noch im Kreis sein. Oh, ich glaube, ich habe den scheiße platziert. Ich dachte, die würden jetzt alle frontal auf Randy und Lloyd zulaufen, aber so ganz haut das leider nicht hin. So, ich habe jetzt aber voll die Idee. Und zwar machen wir jetzt einmal den hier. Und dann würde ich gerne von Randys S-Break gleich Gebrauch machen, aber erst, wenn die ein bisschen näher zusammenrücken. Hä, irgendwie verteilen die sich gerade komisch. Ich weiß nicht, ob seine Range groß genug ist, um jetzt hier den Großteil mitzunehmen, aber die haben gerade eine geile Ausweichquote. Muss man ja mal so anmerken. So, jetzt bin ich gespannt, wie viele überhaupt getroffen werden. 5, nee, 4. 3 nur. Okay, aber der Schaden, der war wenigstens okay. Ey, warum weichen meine Leute so geil aus? Das ist ja der Hammer. So, warte mal. Ich guck mal, wie die sich jetzt noch bewegen. Wenn die sich überhaupt bewegen. Ey, Lloyd ist ja der King of Ausweichen hier. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. So, dann gucken wir mal. Oh, die Range, die ist ja super. Okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Das wird dann hoffentlich auch der letzte Kampf sein, weil danach bin ich wirklich... Oha. Randy, das ist definitiv dein Sieg. Muss man mal so sagen. Geil. Also, krass. Das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Aber, na gut, ich habe ja alles in Stärke gepumpt, was irgendwie ging. Randy hat ja in der letzten Folge auch nochmal den Quartz bekommen, der seine Critical Rate erhöht. Und wir kriegen einiges an Items, aber nicht viel Spannendes dabei. So, war's das jetzt? Oh, eine Trophäe gibt's auch. Sehr schön. 8 Defeats. Achso, weil 8 wahrscheinlich jetzt gleichzeitig gekillt worden sind. It's over. We are victorious. That was intense. I can't believe they took all of us on at the same time. Damn it, how'd they beat us? Tja, denk mal drüber nach, wenn du heute hoffentlich nicht schlafen kannst. Do you understand now? Relying on brute force alone isn't enough to carry you through a fight. You possess a strong offense, but your defense is far too lacking. To put it in simpler terms, you're all inexperienced. What? Ist fast ein bisschen süß, wie Abbas versucht, die beiden verfeindeten Rivalen jetzt irgendwie zusammenzubringen und den Gegner zu unterstützen. Why is this dude lecturing us all of a sudden? Beats the hell out of me.
You guys are plenty strong. I wouldn't mind teaching you the basics. What do you say? Would you like to learn some of our defense tactics? Hell nah, I ain't getting taught by no stinking pigs. We're leaving, boys. Yeah. Oh Mann, ey. Mit jeder weiteren Begegnung immer mehr Minuspunkte. That big dude always sounds like he's full of it. I don't get him. Like I'd ever listen to him. Solltet ihr aber vielleicht. Ich bin gespannt, wie Walt das kommentiert hätte. Der hat das ja jetzt hier alles gar nicht so mitbekommen. They're as dim-witted as ever. I doubt they'd grasp those techniques even if they tried their whole lives. Yeah, I hear you. They completely tossed aside a valuable learning experience. Naja, die Experience hatten sie ja trotzdem. Die Frage ist nur, was die jetzt im Nachgang draus machen. Well, I'm just glad you guys got something out of it. That makes what we did here worth it. Agreed, though I must admit I'm pretty exhausted. We'll be taking our leave, if you'll excuse us then. If you'd like to take a rest, our bar is open to you. Oh, really? I hope that exercise served as adequate training for you as well. Ja, ich denke schon, wenn wir auch außer Puste sind, dann scheint das schon was gebracht zu haben. Huh? Wait, what? The battle is over. Let us withdraw. Yes, sir. Okay. Sehr interessant, dieser Abbas. Ich hoffe, wir erfahren noch ein bisschen mehr über ihn und seinen Background und so. Weil wir kennen ihn ja bisher nur in seiner Rolle für die Testaments. Mehr wissen wir nicht über ihn. Abbas planned this all from the start, didn't he? He even managed to get the Saber Vipers to play along. It certainly seems that way. Naja, die sind nicht wirklich mit uns get alonged, aber die haben mitgemacht, aber aus anderen Beweggründen, als er das geplant hat. He managed to play us like a fiddle, Screw that guy. Indeed, I am utterly exhausted. However, the delinquents may straighten their attitude as a result of his speech. You're right, we managed to accomplish our goal too. I think it's safe to say we've wrapped up everything we need to do. Let's head out. Ready when you are. Okay, Testaments Training completed, das ist gut. Aber der hat uns auf Rest eingeladen. Also meint er jetzt irgendwie einen Drink? Oder kann ich jetzt hier übernachten? Warte mal. Gab es hier irgendwelche Seitenräume, Nebenräume, die man vorher nicht betreten konnte? Scheinbar nicht. Here, take this with you. Was? Dankeschön. Sure, thanks. This must be our reward. His inability to communicate makes it difficult to discern. Wieso inability to communicate? Ich finde, er redet eigentlich ganz normal. Let's just accept it for now, then. Do not disturb Wazy right now. Doch, also wenn du das sagst, dann mache ich das erst recht. So kann ich jetzt hier auch was tun. Sorry for causing you guys a bunch of trouble. Getting beaten to a pulp by the mafia was a lesson I'll never forget. I'm going to start brushing up on my self-defense. Oh, really? Good luck with that. Yep, thanks. Excuse me, here's the cocktail you ordered. Ah, thanks. You can go ahead and put it on my tab. Right, no problem. This lady's kinda scary, don't you think? I'm surprised she and Wazy seem to be getting along just fine. Die erinnert mich irgendwie ein bisschen, auch von ihrem Design her, an Sherazade aus Trains in the Sky. Oh crap, it's morning already, isn't it? Whoops, stayed up drinking the night away again. Das erkennen wir schon, oder? Ja, bei Jingo sind wir gewesen. Vielleicht solltest du mal selber nachschauen, wie es ihr geht. Hey, good work, you guys. Looks like you gave not only us, but also those Viper lackeys some valuable training. No problem, you can never be too careful when you live down here. If you don't mind us asking, what kind of person is Abbas? I can't get a read on him. Das ist eine gute Frage, Ellie. I get the feeling that he's got some serious skills. I know where you're coming from. I'm pretty sure he's from around the Middle Eastern part of Zemuria. Considering he idolizes an oddball like myself, I think it's pretty safe to say he's an eccentric guy. I can hear everything you're saying, Wazy. Oops, I don't know much about Abbas myself. I'm pretty sure he's from the central-east part of Zemuria. Well, the only thing I know for sure is that he's quite eccentric. Tja, das wissen wir jetzt auch schon.
Aber was ihn so als Person ausmacht, das hätte mich jetzt interessiert. Ich dachte wirklich, wir könnten jetzt hier irgendwie was trinken oder in irgendeiner Form rasten. Aber wahrscheinlich war die Anspielung einfach darauf abzielend, dass er uns jetzt was geschenkt hat. Was war denn das jetzt eigentlich? Wo sehe ich das? Hier bestimmt. Wie hieß das nochmal, was wir gerade bekommen haben? Ich weiß es nicht mehr. Partner-Sandwich? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh Mann, jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Hätte ich mal erstmal geguckt und danach mit ihm hier geredet. Warum haben wir denn hier so viel? Nee, Moonlight Butterflies, das war das. A mysterious cocktail that steals the heart with one drink. Okay, cool. Das ist Wiederbelebung mit vollen HP. Das ist gar nicht mal so uninteressant. Bin gespannt, ob wir das irgendwann nochmal kochen können. Ich würde jetzt, bevor ich mich der nächsten Mission widme, einmal nochmal kurz bei den Vipers vorbeischauen und in erster Linie mit Walt sprechen, weil der wird das bestimmt in irgendeiner Form kommentieren. Oder die haben dem nicht gesagt, was da gerade stattgefunden hat, hä? Wo ist der denn? Wo ist euer Chef? Ist der gar nicht da? Okay, den wird man scheinbar irgendwo anders in der City gerade antreffen. A 4-on-4 without a leader? What kind of weird idea is that? Screw you guys, don't think I'll forget this. Was verstehst du an dem Wort Training eigentlich nicht? Have we done something wrong? No, pretty sure he's just trying to show off. Man, today's morning training has me beat. 2 days in a row is asking a lot. Guess I'm having a lazy day today. People need their rest, you know? Ja, das wissen wir sehr gut. Auch wenn wir uns wenig Rest gönnen. Damn, it's the giant blue bastard's fault. I don't get his deal. We'll take him down someday. Vielleicht solltet ihr einfach zuhören. Oh, don't worry, we're gonna smash your faces in at some point too. You better watch out. Immer noch ganz schön große Fresse, dafür, dass wir gerade beide Gruppen gleichzeitig ausgenockt haben. Fine, time to crank up the intensity of our training from here on out. Talk shit, get hit. That's simple. Come on, one more. Kloppen die sich gerade? Yeah, take this. Also, hey, get out of the way, we're trying to train here. Okay, das Training hat den beiden scheinbar noch nicht gereicht. We got our asses handed to us while Walt was gone. He's gonna be so pissed at us. Man, weren't we supposed to be unstoppable? Ja, wo ist denn Walt? What's the matter with that big dude? He's always lecturing us like we're in Sunday school when we run into him. Why am I so exhausted? Ey, vor allen Dingen, wenn die ihre Kräfte bündeln würden, wer weiß, vielleicht läuft das ja auch noch darauf hinaus, dann könnten die der Mafia vielleicht wirklich was entgegensetzen. Weil die haben ja, also ihre pure physische Kraft, die ist wahrscheinlich gegeben. Weißt du, wo Walt ist? What the hell's up with you guys? You have the nerve to show your faces here? I'll take you all down. Still on guard duty? Keep up the good work. Screw you, don't mock me. I'd definitely be a part of the next fight. You just wait and see. On that note, I fail to recall your presence at the practice session. Your Jet made me stay behind while he went to fight with everybody else. Oh, but he's already back. I wasn't lonely or anything, I swear. Sure, well, better luck next time, kid. I hope you'll be able to train with everyone soon. Well, what the hell's your problem? Didn't I just tell you not to mock me? Der hat irgendwie, glaube ich, arge Probleme mit seinem Selbstwertgefühl. I sure hope I get to join in on the beatdown someday. Ja, okay, wir werden nie erfahren, wo Walt abgeblieben ist. Es sei denn, ich laufe dem zufällig über den Weg. Auf jeden Fall, ja, mit dem, ich sag mal, Grips der Testaments und der Pferdestärke, nenne ich es mal, von den Vipers, könnte man hier echt, ja, viel erreichen und viel auch entgegensetzen. So, warte mal, bevor ich jetzt wieder den ganzen Weg laufe, porten wir uns einmal kurz. Denn ich wollte das Ganze einmal reporten. Mal gucken, was wir dafür kriegen, außer Geld. Scheinbar nichts. Nicht mal promoted wurden wir. Aber gut, das letzte Mal liegt ja gar nicht so weit zurück. Das war ja erst in der letzten Folge. Dann haben wir noch diese Geschichte hier, die vom State Government direkt kommt. Muss ich da jetzt noch irgendwo hin? Be aware of its charge attack and snort attack that can inflict burns.
Ich bin gerade nicht mit den besten Voraussetzungen unterwegs. State Government. Ich muss einfach nur zu dem Monster hin, oder? Ich muss nicht immer mit den Auftraggebern sprechen. Ja, ich habe nämlich ein Problem mit meinem CP. Und glaube, dass das die nächste Monster Extermination ein bisschen erschweren könnte. Ein bisschen ist gut. Vielleicht muss ich jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen taktischer vorgehen und nicht mit schierer brachialer Gewalt. So. Aber, warte mal, das war jetzt East, warte. Wie hieß das hier? East Crossbell Highway. Ey, warte mal, seit wir jetzt den neuen Tag haben, bin ich hier schon mal gewesen und habe geguckt, ob der irgendwas Neues verkauft. Nein, ich wollte nicht talken. Customers this early? Look, I'm not trying to brag, but this is easily the least popular shop in all of Crossbell. So, can't you let me enjoy my mornings a bit before having to deal with any of you guys? Okay, ich glaube, das ist der unfreundlichste Verkäufer, den es gibt. So, also, wenn der irgendwann mal zumachen muss, weil der nichts umsetzt, dann wundert mich da gar nichts mehr. Auf jeden Fall sind wir hier gut ausgestattet, okay. So, um uns die schlechte Laune von ihm abzuholen, hat sich das ja fast ein bisschen gelohnt. So, dann geht's jetzt mal hier hin. Und dann gucken wir. Ich muss noch mal ganz kurz wegen der Ortsbeschreibung gucken. Das wurde nämlich Cited East Crossbell Highway. Ne, das wurde nicht weiter präzisiert. Okay. Dann lass uns mal gucken, wo wir jetzt hier den roten Punkt irgendwo ausfindig machen. Davor muss ich auf jeden Fall speichern diesmal. Gott, wie lang ist denn diese Brücke? Warte mal, hier ist die richtige Karte, nach der ich gesucht habe, genau. Vielleicht wäre es besser gewesen, erstmal mit dem Bus bis zu einer Kreuzung oder so zu fahren. Ich glaube, die gab es ja auch auf der Seite. Und dann wüsste ich auch nicht, in welche Richtung ich als erstes langlaufen soll. Von daher... Okay, warte mal. Ich glaube, das wird jetzt mit ein bisschen Sucherei verbunden sein. Ich spule mal ein bisschen vor. So, ich bin jetzt hier gleich beim Busstop. Jetzt ist die Frage, welche Route ich einschlage. Ich müsste einfach auch immer so ein bisschen im Blick behalten. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht wirklich noch mit dem Auftraggeber sprechen musste. Aber das kam ja von State Government, da ist es auch schon okay. Also richtige Abzweigung genommen. Ich stelle mich gerade schon darauf ein, dass ich eventuell Probleme kriegen werde bei dem Kampf und vielleicht die umliegenden Gegner noch nutzen werden muss, um mir ein bisschen was an CP ranzuholen. Ich kann das teilweise auch über Items machen. Weil mir fällt gerade ein, ich könnte eigentlich gucken, was ich eventuell zusammenkochen kann. Vielleicht habe ich ja schon ein paar Sachen, wo man die Ingredients nachkaufen kann. Das sieht ein bisschen aus, als würde der schweben, oder? Seht ihr das? Als würde der nicht auf dem Boden stehen, sondern so leicht in der Luft schweben. Ist das ein Fehler oder muss das so? Oder habe ich einfach nur wieder Knicke in der Optik? Ich weiß nicht, ich speichere auf jeden Fall. So, und dann würde ich mal sagen, we are ready to rumble. Und gucken mal, ob wir den exterminated kriegen, trotz widriger Umstände. Oh shit, das sind auch noch 2. Das macht's vermutlich nicht unbedingt besser. Savage Horn. Okay. Jetzt ist die Frage. Ich bin nämlich gar nicht so weit mit Ellie und Lloyd entfernt. Unter normalen Umständen hätte ich jetzt gesagt, wir starten wieder mit Encourage. Aber ich glaube, meine Strategie wird jetzt eine andere sein. Ich hoffe nur, dass wir das aushalten. Ich werde jetzt nämlich gucken, dass ich die beiden auf 100 gebracht kriege. Und wir damit vielleicht leichtes Spiel haben. Aber erstmal hetze ich alle auf ein. Okay, Vergiftung ist schon mal hilfreich. Sie müsste dann dementsprechend auch angreifen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Damage, den die austeilen. A savage water buffalo monster. Once it begins its charge, it's nearly unstoppable. Die sind gegen Feuer empfindlich. So, lass mich mal kurz gucken, was wir haben. Man könnte über Zeit nachdenken, man könnte aber auch hierüber nachdenken. Warte mal, wie sah es bei Wind aus? Da steht eine 100. Die sind halt auch nicht so mega empfindlich, ne? Sondern nur so ein bisschen. Ich bin mir noch unsicher. Prevents enemies from using arts.
Das könnte eventuell gar nicht so schlecht sein. Oh shit, die stehen leider zu weit auseinander. Was ist das hier? Support. Avoids attack with a protective wall of water. Evade 50. Das ist ja geil. Kriege ich da alle in den Kreis rein? Nee. Weil eigentlich will ich ja gerade nur ein bisschen Zeit schinden. Und das könnte mir helfen, nämlich bis Ellie und Lloyd ihre Dings voll haben. Ich glaube, ich mache mal den hier. Flaming Snortnet. Das klingt ja schon wieder verheißungsvoll. Aber hey, sie hat relativ schnell die 100 erreicht. Alter, der Schaden, den die austeilen, ne? Austauschen, wollte ich gerade sagen. Das ist schon eine Ansage. Die Ansage nehme ich mal zum Anlass, um die erblinden zu lassen, in der Hoffnung, dass das klappt bei denen. Ja, die sind beide blind, das ist schon mal gut. So, Lloyd, mit dem müssen wir jetzt auch irgendwas machen, damit deine CP schneller nach vorne gehen. So, und sie sollte jetzt wahrscheinlich heilen. Ich glaube, das wäre das Vernünftigste. Breath is Area S, Holy Breath Area L. Warte mal, wer braucht denn überhaupt Heilung? Ellie und Randy, aber die kriege ich beide nicht in den Kreis rein. Oh, aber das hier dauert wiederum so lange. Und hier habe ich nur starke Einzelheilung. Die würde allerdings auch dementsprechend schnell kommen. Schwierig. Schwierig, lass mich überlegen. Ich glaube, ich nehme den Holy Breath einmal. Weil bis sie an die Reihe kommt, wird der Gegner auch nochmal angreifen und vielleicht verteilen sich die Angriffe ein bisschen, das wäre schön. Holy Bullet kostet 40. Dann wäre Lloyd aber durch. Dann bräuchte sie allerdings wieder ein bisschen, aber dann hätte ich auch Heilung. Ich hab's dumm angestellt. Ich hätte jetzt mit Holy Bullet heilen sollen. Ich nehme das jetzt trotzdem mal, auch wenn dann von Tio die Heilung ein bisschen verpuffen wird. Einfach weil auch Randy von den CP profitieren wird. Und guck mal, Ellie muss jetzt, glaube ich, nur noch einmal angreifen. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Auch ja, es bringt jetzt halt nicht mehr allzu viel. Aber egal, guck mal, warte. Ich kann... Ach nee, das ist kein S-Break. Da muss ich jetzt aufpassen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas rausballere, was mir am Ende gar nichts bringt. Aber jetzt. Jetzt können wir nämlich den Star Blast wieder einsetzen. Mein neuer Lieblingsangriff, nachdem der mir zuletzt so gute Dienste erwiesen hat. Ich weiß nicht, gegen starke Einzelgegner vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll. Ja, ist schon okay. Aber gegen so riesige Gegnergruppen ist das natürlich irgendwie alles noch effizienter. Wie lange sind die jetzt noch blind? 4 Runden. Achso, das hält ja noch relativ lange. So, dann ist die Frage, Salamander, Leinangriff. Nein, warum? Warum seid ihr da nicht beide mit drin? Oh Mann, ey. Ist doch schon wieder alles frustrierend. Aber warte mal, einen kann ich auch die Lane hier mit. Nehmen wir doch einfach mal den. Vielleicht kommt er dann hier gar nicht mehr zum Zuge, weil er vorher irgendwie ins Gras beißt. So, sie wird jetzt auf jeden Fall irgendwas Angreifendes machen. Ich könnte auch über sowas hier nachdenken. Wobei Zauber macht schon mehr Schaden, glaube ich, bei ihr. Warte mal, ich gucke mal eben kurz, wie lange ein Aerial braucht. Achso, das würde gleich an die Reihe kommen. Ja, dann probieren wir es doch hiermit. Ist, glaube ich, ganz gut. Dann wird vielleicht der obere jetzt schon drauf gehen. Komm, du schaffst das. Tio Todd, gib alles! Yes, geil. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, ich glaube, das sollten wir im First Try hinbekommen. Obwohl der blind ist, hat der getroffen. Ich bin ja fast ein bisschen neidisch. Da könnte sich Rio aus Breath of Fire 3 vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden. So, ich glaube, mit dem Rest greife ich jetzt einfach nur an. Außer mit Tio, die eventuell noch mal ein bisschen Heilung springen lassen könnte. Da reicht allerdings Einzelheilung. Ich nehme mal das Tiara, das zweitstärkste. Oder das zweitschwächste, glaube ich. Ich hatte 4 Heil-Einzelzauber, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Und dann wird jetzt hier ansonsten jeder einmal raufballern. Und dann sollten wir das überleben. Und vielleicht noch ein bisschen was an CP auch mitnehmen können. Das wäre schön.
Und das sollte eigentlich auch klappen. So, sie hat jetzt keine EP mehr. Das ist blöd. Wobei für ein Firebolt reicht das noch. Und wen greift er an? Er haut daneben. Geilo. Sehr schön. Das lief doch alles besser als gedacht. Und ich finde es gerade sogar ganz praktisch, wenn die nicht allzu viel Damage austeilen, weil das für die CP-Entwicklung nur gut sein kann. Okay. Tio ist auf jeden Fall unser Fels in der Brandung. Wir müssen jetzt nur noch ihre EP einmal befüllen und dann bin ich wieder guter Dinge für die nächsten Kämpfe. Exterminated a wanted monster. Geil. So. Okay, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal wieder in unserem heißgeliebten Bus zurück und gucken, was es dafür als Belohnung gibt. Und dann haben wir heute tatsächlich unsere Sidequests abgearbeitet. Es gibt hier noch eine Hidden Quest in dem Chapter, also mindestens eine. Ich gucke immer von Quest zu Quest, aber ich glaube pro Chapter, obwohl doch, es gab glaube ich auch einige, wo mehrere Hidden Quests waren, aber dafür ist es jetzt noch zu früh. Deswegen können wir guter Dinge eigentlich wieder zurückgehen. Ich überlege gerade, Tangrove Gate? Mir war so, als hätte ich da auch noch irgendwas zu erledigen. Aber ich lasse mich wahrscheinlich auch verwirren durch die Notizen, die ich mir damals gemacht habe, um hier nichts zu verpassen. So, wir müssen einmal übernachten und einmal reporten. Und ich starte mit dem Übernachten, weil es das unspektakulärere ist. Deswegen einmal nochmal aufs Ohr hauen. Nur zur Sicherheit und in erster Linie für unsere EP. So, und dann gucken wir mal, was es hier an Belohnung gibt. Also 2000 Mira, das weiß ich noch, aber darüber hinausgehend vielleicht noch irgendwas? Nö. Einfach mal nischt. Na gut. Okay, das sieht doch schön aus. Eine Liste, wo alles reported ist. So muss das sein. Und dann können wir jetzt zum IBC-Gebäude, ohne dass ich nochmal nachgucken muss. Ich würde sagen, das kann man so machen. Wo habe ich denn immer meine... Ich weiß wo. Ich habe mir die Frage gerade, glaube ich, selber beantwortet. Wo man die Crossbell Times einkaufen kann. Ich glaube, es gibt immer nur eine pro Chapter. Aber ich will auf Nummer sicher gehen, dass ich hier keine auslasse. Shop. Bei dem gab es die nämlich unter anderem. Ich glaube, mehrere Händler haben das angeboten. Ich wollte nur nochmal auf Nummer sicher gehen. So, alles klar. Also, wenn ich in Gebäuden drin bin, kann ich mich nicht rausporten. Da muss ich hierfür schon auf die Straße. Okay, soll mir recht sein. So, IBC. Dann lass uns mal gucken, was jetzt hier abgehen wird. Ich fühle mich eigentlich ganz gut gewappnet. Aus der Perspektive haben wir das Gebäude bisher auch noch nicht gesehen. Damn, this place never fails to impress me. Yeah, it's enormous. I'd guess it's at least 10 stories high. Actually, I believe it's about 16 stories. Ich habe Stories als Längenmaß oder Größenmaß noch nie irgendwo anders gehört. Total merkwürdig. Apparently, the companies unaffiliated with the IBC are located on the 5th through 10th floors. Oh, really? Interesting. Indeed, they are a significant source of Crossbell's tax revenue. So, what's the plan? We did show up without an appointment after all. Why don't we try speaking with a receptionist? She may be able to help us. Oh, Ellie? Ah ne, oh, das war ein Kerl. Da stand Man's Voice. Sorry. Wer bist du? Ernest. Hi. Fancy meeting you here. I see you're with your colleagues, so I can only assume you're here for work. Yes, we are. There's something we'd like to look into. Did Grandfather send you here? Ah, yes, I went for a consultation regarding how to manage the office's operational funds. As you know, work will become much busier next month, so I'm trying to get a head start. I see, that makes sense. Oh, by the way, Ellie, have you given some thought to what we discussed? Yes, I have. I apologize, but I'm not ready to resign from the force just yet. I still haven't truly accomplished my goal. And as long as that continues to be the case, I won't ever reach my full potential. I'm positive I'd only be a burden to Grandfather the way I am now. Could you answer this at least? Is the road you've taken the only way for you to achieve this goal of yours?
Is this goal even achievable in the first place? If it turns out you're just chasing a fantasy, all your efforts would be a waste. I won't deny there's a chance of that. However, the knowledge I've gained these last 2 months has broadened my horizons more than I could have ever hoped. I feel myself growing as a person with each new obstacle we overcome. Had I followed your advice and immediately became one of Grandfather's secretaries, I would have missed out on all of these valuable experiences. So I'll have to apologize to you once more. I'm going to continue to work with the SSS as hard as I can until I've reached my full potential. Well, at the very least, you're certain about your path now. Does that mean... Yes, I won't press you any further. What a shame, just when I thought I'd be able to bring on a capable aide. I suppose I was mistaken though, Ernest, I have one small request of you though. I would like you to attend the Anniversary Festival's opening ceremony next month, or gar kein Bock. As much as I'd love for your mother to come, we know that won't be happening. I'm sure your grandfather would be terribly disappointed if not even one of his family members showed up. Understood, I'll make sure to be there. Thank you for always thinking of my grandfather, Ernest. Well, I've been with your family for years after all. I even still think of myself as your teacher sometimes. This is the least I could do. Oh, would you look at the time? I didn't mean to take you all away from your duties. If you'll excuse me, everyone. And please take good care of Ellie. Of course. Sowieso. Ich kann den Ernest irgendwie noch nicht so einschätzen. Also, ich fand ihn jetzt hier cool in der Szene, aber der wirkt auch irgendwie so ein bisschen snobbisch und auch vielleicht so ein bisschen gekünstelt, weiß ich nicht. Das kann Ellie aber sicherlich besser einschätzen. I get the impression he worries about you a lot, Ellie. Also, what was that about Ernest being your teacher? Oh, that. He tutored me when I was a child. Sadly, we haven't talked much since I left to study abroad. I assume he intends to become a politician? Correct. I think he plans to announce his candidacy for next year's diet election. It will be difficult for him to win, though. I don't think he plans on joining either the Imperial or Republican factions. So he's a little politician in the making, eh? Gotta say, though, he's pretty built for a secretary. He practiced some kind of martial arts. He's an experienced fencer, if I recall correctly. I heard that he also serves as grandfather's bodyguard because of his skills. Oh, I see. That would explain why he's in shape. Well, well, well. Who do we have here? Da kommen sie jetzt alle nach und nach. Oh, Grace, dich haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Also nicht im Rahmen der Hauptstory, meine ich. We meet again, my friends. Oh, you're here too, Grace? What you guys up to? Police business? Do I detect hints of another sensational investigation blossoming? No, not at all. It's just your imagination. We're just here to look into a few things, that's all. Well, if you say so. I'm actually pretty busy myself, so I'll leave you guys alone for now. Catch you later, besties. Okay, die ist immer in a good mood, finde ich. Mal gucken, wann wir das nächste Mal einen Artikel von ihr spendiert bekommen. Oh, that lady's always marching to the beat of her own drum. She did not hound us as much as she usually does, however. She must be exceedingly busy. Das stimmt. I would assume so. She has a lot of ground to cover with the Anniversary Festival coming up. Ich hasse Festivals in Videospielen. It would be nice if we could avoid having her write another article on us. Well, whatever, let's head on inside. We still need to see if we can get ourselves an appointment with the CEO. Yes, let's go. Okay. 5. bis 10. Etage hieß es ja. Das heißt, wir dürfen jetzt endlich mal den Aufzug benutzen, ohne dass uns jemand aufhält. Good morning, pretty nice day out today, isn't it? The IBC is far from the bustle of the streets, so it's always peaceful and quiet in the mornings. It helps me start the day off refreshed and raring to go. Der ist irgendwie immer gut drauf, der Typ hier, oder? Do you have business here? Step right aside. The receptionist is just ahead in the lobby. Mir fällt gerade ein, weil er das Wetter anspricht. Ich glaube, seit ich mit dem Spiel begonnen habe,
hat es hier noch kein einziges Mal geregnet. Wir haben immer heiter Sonnenschein. Mal gucken, ob sich das irgendwann ändert. Bestimmt in irgendeiner dramatischen Szene fällt dann auch mal Regen vom Himmel. Oh, do you lot have business to attend to here? That's quite admirable for your age. Now that your foot's in the door, I suggest you start honing your financial intuition. The most important part of investing is to cultivate your senses at a young age. I believe that investing and financial analysis should be adopted into the Sunday school curriculum. Ich finde das gar nicht so verkehrt, diesen Vorschlag, wenn ich ehrlich bin. Ich wäre nämlich dankbar gewesen, wenn man mir in jungen Jahren schon so ein bisschen die Basics zumindest über die Finanzwelt vermittelt hätte. Excuse me, only staff members are permitted to go beyond here. Entry is prohibited to those without authorization. The upper floors are off limits except to authorized personnel. If you have any business up there, then please request access from the receptionist. Ja, das werden wir als nächstes auch tun. Wobei ich finde aber vor allen Dingen, dass es wichtig wäre, in der Schule das Basiswissen für das Thema Steuern zu vermitteln. Und wie das Steuersystem in unserem Land funktioniert, weil als Heranwachsender wirst du da auch irgendwie reingeschmissen, ohne Ahnung von irgendwas zu haben. Also da gibt es, finde ich, einige Sachen, die man in der Schule, finde ich, noch mit einbringen sollte und dafür auch einiges, was man streichen sollte, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Nothing unusual to report today. The IBC's main offices haven't had any issues ever since opening. Nothing unusual to report. Not that should be a surprise. The IBC's main headquarters has the perfect security system in place. Tja, deswegen stehst du hier meistens den ganzen Tag nur rum, Paul, ne? Deinen Job würde ich auch ungern machen wollen, ehrlich gesagt. Lanfei supposedly used to hold a secretarial role. It shows too. Her penmanship is absolutely gorgeous. Lanfei supposedly used, it shows too. Okay, wer war Lanfei nochmal? Lanfei? Keine Ahnung. Hello and welcome to the International Bank of Crossbell. Oh, Miss McDowell, it's good to see you again. I see you've brought your SSS companions too. Thank you for helping us test our new service the other day. It couldn't have reached its current popularity without your efforts. Naja, ihr hättet sicherlich auch jemand anderen gefunden, der das gemacht hätte. Really, that's good to hear. I am glad we were able to assist you. We'll be sure to rely on your help again when the time comes. Ja, aber heute musst du uns erstmal helfen. Anyway, how may I help you today? Well, actually, there's something I'd like to ask you, Lanfei. Ach, Lanfei, ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Das ist sie gewesen, schon wieder voll verdrängt. Would it be possible to see Mr. Croix? Oh, you're not here to see Miss Croix? Right, I'm sorry we don't have an appointment set up, but even so, we'd still like to meet with him. Is he available today? Actually, it just so happens he's in his office right now. Will all four of you be meeting with him? Yes, we'd like to ask him a few questions regarding a certain incident. Oh, really? Understood. Please wait while I notify him of your arrival. Dang, leave it to our Mademoiselle to have a free pass into the C-suites. She really is from a different world as the rest of us, isn't she? Yes. Understood. I'll send them in. Mr. Croix will meet with you now, Miss McDowell. I'll issue you a key card for the elevator. His office is on the top floor. Excellent. Thank you, Lanfei. IBC ID card. Shall we board the elevator then? Sounds like a plan. Thanks, Ellie. You really helped us out. Well, let's head on up and have a nice little chat with Mr. CEO himself. Also, eigentlich ganz schön unrealistisch, ne, dass wir ohne Termin ankommen und einfach so dann zu ihm hin dürfen. Aber okay. Vielleicht eilt uns unser Ruf voraus und der hat Bock, uns kennenzulernen oder so, keine Ahnung. Mr. Qualls is ready to meet you, so please take the elevator to the top floor. The elevator can be found on the right side of this floor. Danke. Wir wissen schon, wo der ist. Wir haben da schon beim ersten Besuch ganz begierig hingeschaut. Warte mal, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann sollten wir auch exchangen, denn ich sehe, dass wir hier ein gewisses Ungleichgewicht haben.
Ich gehe hier mal überall auf 800 runter. Ja, da kommt auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld rein. Sehr schön. Okay, sieht gut aus. Immer noch genügend Puffer, um gegebenenfalls was einzukaufen. Also ich hoffe, ich habe genügend Puffer gelassen. Ich weiß ja nicht, was die nächsten Laden-Updates so an Anforderungen mitbringen, aber das werden wir schon sehen. Do you have business on the top floor? Please board the elevator and scan your keycard. Dankeschön. Genau das werden wir jetzt auch tun. Okay, hier erwartet ein sehr komfortabler Elevator. The CEO's office is on the top floor, right? By the way, what was that card she gave you? It's just an identification card. Because of all the different businesses that operate out of this building, the IVC issues cards to access the appropriate floor. So it's basically a big fancy security system then. Almost feels like they're just using all the latest gadgets just because they can. Well, the IVC spearheaded the Crossbear City portion of the Orbital Network project after all. The scope of the project grew to its current size once the Crossbear government joined. I have heard speculation that the IVC provides approximately 60% of the funding. I've heard the same as well. I believe the government provides 30%, while the Epstein Foundation provides the final 10%. Incredible, I didn't know they were shouldering more than half the cost. So you're telling me Crossbear's most generous man's waiting for us up top, eh? Now then, I'll use the card and it will take us where we need to go. Auf den bin ich echt gespannt. Ellie inserted the ID card into the slot. Hier sind wir gerade und zu 16 wollen wir. Na dann, ab nach oben. Und mal gucken, können wir uns hier frei bewegen? Oder werden wir direkt durchgelotst? Wow. Ja, der Ausblick von hier oben muss auch geil sein. Oh ja. Wunderschön. Alles sehr etepetete, aber ich finde, trotz alledem kann man nicht abstreiten, dass das sehr hübsch ist. The view is amazing. This view is amazing. Yo, that's a million mirror view. Probably about what it cost them too. I have visited the Epstein Foundation's office in this building, but it hardly compares. The view from this floor is exceptional. I absolutely agree. The CEO's office is at the end of the hallway. I think it would be rude of us to keep him waiting after he agreed to meet on such short notice. Good call. Ja, wir nehmen uns trotzdem die Zeit. Also, wenn er uns wieder wegschickt, dann werden wir schon andere Betätigungsfelder finden. Gibt's hier nur? Ne, es gibt nicht nur den einen Raum. Hier sind bestimmt die Toiletten, oder? The door is locked. This is Belle's room, isn't it? Is something the matter, Ellie? Oh, it's nothing. Uncle's office is just down this hallway, Lloyd. We should go. Yeah, let's. Ach so, ja gut, wenn das ihr Onkel ist, das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum wir jetzt so schnell den Termin bekommen haben. Das habe ich schon wieder vergessen, dass die ja familiär auch miteinander verstrickt sind. Klopf, klopf. Uncle Dieter, it's Ellie. Hey Dieter, mach mal die Tür auf. Oh, come in, come in. Thank you, Sir. Sir. Obwohl es der Onkel ist? Weiß ich nicht. Aber die Familie hat, glaube ich, generell andere Umgangsformen, als man es normalerweise kennt. Ellie, it's been far too long. Der sieht aber irgendwie ein bisschen schelmisch aus, oder? Wenn man sich das Bild so anguckt. Close to half a year, if I remember correctly. That sounds about right, but more importantly, I'm glad to see you're doing well, Uncle Dieter. My apologies for not having scheduled a proper appointment with you. Come now, don't talk as though we're strangers. You're my little girl's best friend and the daughter of my own good friend as well, after all. Hä? Ist der gar nicht der Blutsonkel quasi? Oder verstehe ich das nur falsch? Weil so wie er das hier beschreibt, klingt das nicht nach Familie per Blutslinie quasi. You are nothing short of family at this point. Thank you, Uncle. Think nothing of it. Now I've heard from my dear beloved daughter that you've joined the CPD. Would these be your fellow officers then? They are indeed. We're all part of the Special Support Section. Nice to meet you, sir. My name is Lloyd Bennings. And I'm Randy Orlando. Tio Plato, how do you do?
It's nice to finally meet the three of you. I've read all about you in the Crossbell Times. Das war so klar. Hi, jetzt sehen wir dich auch mal in ganzer Pracht. I am Dieter Croix, CEO of the International Bank of Crossbell. Lloyd, Randy and Theo, you said? We're all friends here, so don't feel like you need to call me Mr. Croix or anything like that. Just Dieter is fine. Okay, Dieter. Okay, irgendwie mag ich den. Okay. Were his teeth gleaming just now? They're so shiny I can smell the mint all the way over here. Anyway, shall we get down to business? I believe you're here to ask me a few questions. Might I ask what they concern? Right, the thing is, we're trying to uncover the truth behind our current investigation, and as of now... mal gucken, was er so weiß und ob er uns vielleicht überhaupt alles auch sagen wird, ne? Also ich meine, der kann ja vorne rum auch nett sein, aber hinterrücks vielleicht ist er sogar verstrickt irgendwie mit den Mafiosi. Das ist ja oftmals bei Leuten, die ganz oben stehen in gewissen Hierarchieebenen, dass das da auch Verstrickungen gibt. I think I understand your predicament. This Yin fellow sent an orb mail from the IBC to your office, did he? Correct. We suspect it was sent from the IBC's main terminal. There's a strong possibility Yin took control of the terminal in order to do just that. I see. To be perfectly honest, I have the utmost confidence in our building security. Even more so when it comes to the floor the main terminal is on. Only a few authorized individuals can access it as is. Furthermore, you must have the proper authentication to operate the terminal. I know this may be rude of me to ask, but have any employees with the proper clearance been acting suspiciously recently? Perhaps a recent hire of somebody who's been acting out of the ordinary? Not that I can think of. I have the utmost trust in every single one of the employees with access. Wobei er in seiner Rolle wahrscheinlich auch nicht das Personal führt und wahrscheinlich auch nicht jeden Einzelnen persönlich kennt und überblickt. Der wird ja Untergebene haben oder Abteilungsleiter oder so, die das für ihn übernehmen. But that brings me to another thought, Lloyd. Have you explored any other possibilities? Huh? For example, what if I was pretending to be this Yin character and I sent you the message? What? You're joking, right? Uncle? Ha! Calm down, everyone. It was purely hypothetical, of course. Could you imagine the headlines if I had revealed that I was in fact a legendary assassin? This goes without saying, but reality is hardly ever that outlandish. Right, of course. Uncle, I would appreciate it if you didn't scare us like that, even hypothetically. He is quite a practical joker. I apologize for the fright. However, I would give things a second glance if I were you. If one of my employees was truly responsible for sending you the orb mail, given that only a limited amount of people have access to the terminal, wouldn't it implicate them? I suppose so. That is true. So we might need to consider the possibility our suspect's not with the IBC. Hey, Theo, the transmission between the IBC and SSS terminals, would it be possible to mask the location it was sent from? An interesting question. It is possible that the IBC's main terminal was hacked from an external source. Hacked? Wir haben am Anfang des Kapitels den kleinen Hacker gesehen in seinem Kellerräumchen, so sah das zumindest aus mit der Pizza. Den habe ich schon wieder voll verdrängt, aber jetzt erinnere ich mich wieder. The hell does that mean? I don't fully understand it myself, but I believe it's a technique used for the unauthorized operation of a terminal, primarily by breaching one security system. That is essentially correct. Any terminal connected to the Orbital network can, theoretically, be accessed by another terminal. You would need to be unbelievably talented and familiar with the technology, of course. People capable of accessing terminals through such means are known as hackers. The Orbital network is still in its testing phase, so there are a limited number of places that have access to terminals, but despite these limitations, we have already begun to encounter security issues.
Interesting. So you're telling me not only is this Yin guy some crazy assassin, but he's also one of these hackers? Na, das wissen wir ja noch nicht. Wir vermuten ja, so habe ich das verstanden, dass jemand sich als Yin ausgegeben hat und das Terminal gehackt hat und das vielleicht gar nicht Yin war. I don't think we should jump to conclusions, though we should consider the possibility that the odd mail was sent from elsewhere. Oder es war Yin, aber es ging halt tatsächlich nicht von dem Gebäude aus. Das wäre dann das Szenario, was er, glaube ich, gerade meinte. Well, I truly hope the situation is resolved without me having to doubt my loyal employees. More importantly, it poses a serious problem if the main terminal has been hacked. I have an idea. Would you like to enter the terminal room and investigate it for yourselves? Seriously? Are you sure that's okay? Of course, you may be able to find evidence of hacking if you examine the terminal itself. I'll have the staff down there assist you in case you have any questions. That would be incredibly helpful, sir. Thank you, Uncle. We really appreciate it. My pleasure. Besides, as CEO, this is an issue I can't afford to overlook. And I must say, Ellie, I get the impression your days have been quite fulfilling as of late. Pardon? I had my reservations when I first heard that you decided to join the CPD, but it does seem like a job that will net you some very valuable real-world experience. So please allow me to aid you in any way I can. Uncle Dieter, it's reassuring to hear that from you. I'm glad. Oh, one more thing. Speaking with the four of you face to face, I see even more potential than I did reading the articles about you. Das ist gut zu hören. Oh, jetzt wird's deep. I'm sure you have realized this already, but Crossbell is plagued with a rather unique set of problems. And I'm sure Ellie is painfully aware of this as well. I believe that the most significant problem we face as a society is that justice has lost all substance. It has become a shadow of its former self. What do you mean, sir? Could you elaborate, please? The idea, the very concept of justice has become nothing more than an empty vessel, lip service if you will. Everyone has their own perspective, of course. Some even scoff at the mere mention of it, claiming there is no such thing as justice. Whatever their opinions, however, one truth remains. Humankind are creatures that will, to our dying breath, chase after the ideal of justice. But why is that? Justice is the foundation of society, something that people can believe in. If criminals were not bound by that justice we call law, people would isolate themselves in the safety of their own homes, never to venture out into what they see as a dangerous world. If that were the case, any hope of a functioning society would disappear. While justice has become somewhat ambiguous in Crossbell, we still manage to live our lives. Maybe so. Political corruption, the criminal underworld. Even if the police cannot tame them, the economic prosperity we currently experience allows our citizenry to live their lives in relative comfort. Petty crime is at an all-time low because of it, but an unseen evil still spreads across our land. And sensing it, people seek justice. From the very core of their being, they silently cry out for it. Because no matter what shape or form justice takes, people will always pursue it, just as they pursue the security that comes with society itself. And that is precisely why Crossbell's braces experience the popularity they do. Da ist was Wahres dran. Oh, put the safety of civilians above all else. They certainly do seem to be allies of justice. Ain't that the truth? I'd already gotten the feeling Crossbellans worship the guild way more than any other country does. Yes, it certainly does make sense. The extent to which braces can exercise justice is severely limited, however. As they are, it is simply impossible for them to resolve the injustices of the city. They are a bandage at best. That is why I expect great things from you. You may be the lasting cure Crossbell needs. Wow, das ist aber schon eine sehr hohe Erwartung. What? So you're telling us we need to start taking down the bad guys in place of the bracers then?
Oh, were it only that simple. No, that's not what I intend for you. It's clear to me that you four are pursuing justice in your own way. And I think it's important you demonstrate that to the people so they can see it for themselves. Oh, justice still lives on in Crossbell. You want us to give people a reason to believe that? Exactly. And for that reason, every article that the Crossbell Times publishes on the special support section is vital to your success. You may still be young and inexperienced, and you may make mistakes from time to time, but I believe everyone will notice your earnest pursuit of justice. There will be some who don't take you seriously, yes. However, I sincerely doubt there will be many among Crossbell citizens who will oppose your work. In fact, I think quite a few people have already begun to place their hopes in the SSS, even if they may not show it quite yet. Oh, das ist voll aufmunternd. Das braucht die Gruppe, glaube ich, auch gerade. Look at me delivering a passionate speech in the heat of the moment. Let's return to the issue at hand, shall we? I believe I was about to give you permission to go and inspect the terminal room. Ah, that's right. Yes, we'd really appreciate that. Where should we go to gain access? Let me see. I have access and normally I would gladly escort you there, but unfortunately I have many matters to attend to once our meeting is finished. Oh, our apologies, we didn't mean to take up so much of your time. Not at all, Ellie. I quite enjoyed our chat. Na, vor allen Dingen hatte er auch den größten Redeanteil, ne? Shall I have one of my employees take you? That won't be necessary. Oha. Ich glaube, die sexy Sekretärin ist angekommen. Ey, Leute, ich bin schon voll über der Zeit. Ich werde jetzt hier wieder einen harten Cut reinmachen. Ey, ich dachte, wir wären jetzt bei 40 Minuten oder so. Ich nehme schon über eine Stunde auf. Aber heute ist die Zeit richtig schnell verflogen. Ihr Lieben, wir werden uns beim nächsten Mal in den Terminal Room begeben und dort mit unserer Investigation fortfahren und ja, gucken, was wir da gegebenenfalls rausfinden können. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!